Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich hatte es ja gestern schon bereits im Video erwähnt. Heute machen wir ein dickes Giveaway zum Anlass des Black Fridays. Ja, was müsst ihr dafür tun? Falls ihr hier noch kein Abo auf dem Kanal dagelassen haben solltet, könnt ihr das sehr gerne wiederholen. Ansonsten würde ich mich auch sehr über einen Daumen hoch auf das Video freuen. Und ganz wichtig, ihr müsst auf jeden Fall einen Kommentar unter dem Video hier verfassen, also hier drunter jetzt, ja. Und dann habt ihr die Chance auf 100 € PaySafeCard-Code, womit ihr euch ein richtig geiles Black Friday-Paket kaufen könnt. Ja? Also das ist die wichtigste Bedingung, damit ich euch auslosen kann. Das ganze Giveaway geht bis Samstag 15 Uhr. Da wird der Gewinner hier auf YouTube in dem Video ausgelost und da müsst ihr dann am Start sein und dann werden wir das Ganze nochmal double checken, dass ihr das dann auch wirklich seid und dann werde ich mich dann bei euch melden. Bis dahin habt ihr auf jeden Fall die Chance. Ja, ansonsten wird das Giveaway hier natürlich nach wie vor immer noch über den Creator Code im Webshop finanziert, deswegen vielen, vielen herzlichen Dank. Dadurch können wir hier auch immer sowas gewährleisten und dann kann ich euch immer auch noch so ein bisschen zurückgeben. Ihr gebt mir was zurück, ich gebe euch was zurück und das ist immer Hand in Hand sehr, sehr geil. Deswegen vielen, vielen lieben Dank für den Support. Auch dieses Jahr wieder hier, falls ihr Bock habt, über die Black Friday Angebote aufzuladen, könnt ihr sehr gerne hier den Code Dorzer verwenden und mich dann weiterhin supporten. Und neben den Giveaways werden die ganzen Creator-Code-Sachen auch anteilig einer guten Organisation, Tierorganisation in meiner Umgebung zukommen lassen. Jetzt schon das 3. Jahr in Folge, weil es jetzt schon 3 Jahre den Creator-Code gibt. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank auch an der Stelle. Diesmal wird es der Tiergnadenhof werden. Im 1. Jahr waren wir bei der Tierrettung, im 2. Jahr beim Tierschutzbund und jetzt beim Tiergnadenhof und da wird sich auch dieses Video hier wieder in die Playlist mit einreihen. Und dazu haben wir natürlich keinen weiteren als den guten Sergio wieder mit rangeholt, der wieder mal für das Video, drehen und den Schnitt verantwortlich sein wird. Und der ist heute hier. Komm ran, mein Bester, komm. Da ist er. Hallo. Da ist er. Lang hat man dich nicht mehr gesehen, ne? Ja, das stimmt. Wie geht's dir, mein Freund? Mir geht's wundervoll, tatsächlich. Das ist schön. Ich bin schwer beschäftigt, aber das freut mich. Mir geht's sehr gut. Ja, viele von euch haben ihn schon vermisst, ja. Er war im Hintergrund ein bisschen aktiv gewesen, kann man sagen, dadurch, dass er das Playa-Video gedreht hat. Und und halt natürlich eben auch das Tierschutzbund-Video hat er letztes Jahr mit mir zusammen aufgenommen. Er hat das Behind the Scenes zum Tierrettungsvideo aufgenommen und jetzt dieses Jahr halt eben auch wieder das für den Tiergnadenhof, wo wir auch wieder die Spenden anteilig über den Creator Code zukommen lassen. Deswegen ist wieder ein hübsches Sümmchen zusammengekommen und dort sind wir heute an diesem Tag, ja, am 27., wo ich das Video jetzt gerade aufnehme, sind wir dort gerade vor Ort und nehmen das Ganze dann auf. Und das wird sehr, sehr geil auf jeden Fall. Bist du schon aufgeregt? Wie ist da deine Vorfreude auf das Video? Ich freue mich mega. Ich glaube, ich werde das Ganze nochmal auf jeden Fall toppen. Sowieso, ich habe viel dazu gelernt, weil der ein oder andere weiß es. Mittlerweile habe ich mich professionalisiert in dem Beruf und lebe auch vom Videos schneiden und auch drehen. Und das habe ich auch nur Shakes and Fidget zu verdanken tatsächlich und unter anderem auch dir. Ja, ist krass, wie sich so die Wege so entwickeln, so überall hin, ne? Das finde ich auch echt krass. Also zum Beispiel so ich mache weiterhin so meinen Content für Shakes and Fidget, hat mich mit dem Streaming weiterentwickelt, so, ne? Dann zum Beispiel so jemand wie Derafin arbeitet jetzt einfach bei Playa. Das ist heftig. Hat auch einfach nur mit Videos angefangen. Ja. Chris war im Qualitätsmanagement auch bei Playa gewesen, im QA. Und das hat so seine Wege und du bist von einfachen SF-Videos auch, hast richtig high performt und auch richtig dich krass weiterentwickelt im Bereich Videograf, kann man sagen. Ja, ne? das ist Videograf, genau. Und man hat das ja schon im Playa-Video gesehen, was du da an Skills drauf hast und seit dem letzten Jahr hast du ja nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Also es ist viel passiert, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Also da waren diverse große Kunden dabei, auch riesige Konzerne, dessen Namen ich leider nicht nennen kann. Aber es ist auf jeden Fall heftig gewesen und ich hoffe, ich kriege auf jeden Fall einen draufgelegt. Und man muss es halt einfach sagen, ohne Shakes and Fidget wäre das tatsächlich nie so zustande gekommen, weil das ist am Ende das, was einen
so die Türe geöffnet hat. Also sowohl für mich beruflich als auch freundschaftlich. Ich meine, wir sind ja auch inzwischen ein Liebespaar. Kann man so sagen, ja. Und ja, Shakes and Fidget verbindet tatsächlich. Anders kann ich es nicht sagen. Es ist wunderschön. Auf jeden Fall, wie viele coole Leute man schon kennengelernt hat und was für einen Grundstein es quasi gelegt hat für zukünftige Missionen, die man so auf seinen Weg halt abhakt und welchen Weg man dadurch geht. Es ist halt einfach krass, ja. Also bei mir ist es ja mittlerweile auch viel mehr geworden als einfach nur so Zocken und Hobby so nebenbei. Ne? Man kann sogar überlegen, so von den Stunden her halt runterzugehen. Das hatte ich ja auch schon so öffentlich mal angesprochen. Aber es ist einfach krass. So, ne? Und das hat sich schon in eine Richtung weiterentwickelt, wo wir uns vor Jahren hätten das niemals erträumen können. Niemals, so. Ja. Und deswegen, ja, wie ist es dir ergangen so das Jahr? So, sag mal, viel Stress, viel Grind? Sehr viel Grind sogar, ey. Davon kann man gar nicht träumen. Also, ich habe es tatsächlich ein bisschen unterschätzt, wie viel es letztendlich dann noch ist, ne? Aber die Mühen zahlen sich aus. Ich habe echt jeden Tag, also im Grunde mein ganzer Kopf dreht sich seitdem nur noch um Videos, von morgens bis abends. Ich gehe ins Bett, habe vielleicht noch mal kurz Instagram auf und gucke mir da Videos zu an, wie kann ich Dinge anders schneiden oder was für coole Schnitttechniken oder Effekte gibt es und probiere die dann halt ein paar Tage später halt auch einfach aus, weil warum nicht? Man hat ja die Zeit so ein bisschen und neben den regelmäßigen Videodrehs, die überall in Deutschland sind tatsächlich, schneide ich ja auch jeden Tag. Also auch bei den Fahrten, wenn wir zu den Drehs hinfahren, dann bleibe ich da halt nicht nur im Auto sitzen und mache nichts, sondern ich nehme natürlich mein MacBook mit und schneide dann auch die ganze Zeit. Und versuche auf jeden Fall mein Bestes, um auch irgendwo besser darin zu werden. Klar, man braucht auch mal Pause zwischendurch, so ist nicht, ne? Ja. Aber es nimmt schon einen sehr, sehr großen Teil von meinem Leben ein und ich finde das wunderbar. Es ist, man hat es ja schon damals so an deinen Videos, es hat sich schon so rauskristallisiert, in welche Richtung das bei dir geht, weil du warst eigentlich so nach Golden Pain derjenige, abseits von Gorgos jetzt, der auch immer mal so ein paar Editings gemacht hatte in seinen Videos, derjenige, der halt so keine Shakes and Fidgets Videos so an sich gebracht hat, so im Let's Play-Format, sondern halt einfach so qualitativ schon damals eine Schippe raufgepackt hat, bevor das Ganze mit deinem Videografen-Thema dann losging, dass du viel die Videos bearbeitet, editiert hast. Du hast sehr hochwertige Thumbnails zu dem Zeitpunkt damals schon so erstellt und wo du jetzt wahrscheinlich heute drüber lachen würdest. Ja, auf jeden Fall. Aber das gehört halt eben auch zur Entwicklung dazu und da hat man schon gesehen, dass du halt sehr viel Spaß an diesem Thema mit so Editieren, Schneiden, Bearbeiten und sowas hast und wir damals sogar teilweise schon kleine IRL-Ausschnitte in SF mit reingearbeitet haben. So. Ich kann mich noch dran erinnern, du mit deinem Feigling-Hut noch so, bist auf der Jagd nach Dorza gewesen und das hat man dann immer so in eine SF-Folge reingepackt. Dann. Das hat man damals schon so ein bisschen gemerkt, dass das in die Richtung ging. Auf jeden Fall. Also was ich halt einfach sagen muss ist, im Grunde ist es ja immer nur ein Hobby gewesen. Und das ist es für mich auch immer noch. Ich habe es halt irgendwie nur hingekriegt, das ja jetzt jeden Tag zu machen. Und ich hatte schon damals Spaß daran, einfach mich ein bisschen kreativ auszuleben und halt aus gewissen Dingen einfach mehr zu machen. Weil das, was mir persönlich am meisten Spaß macht an der ganzen Geschichte, ist nicht unbedingt, dass es am krassesten aussieht oder irgendwie groß visuell aufwendig ist einfach, sondern mir geht es vielmehr darum, dass man eine Geschichte erzählt in einem gewissen Bereich oder in einer gewissen Situation, die den Zuschauer dann am Ende entweder zum Nachdenken bringt oder berührt, weil man kann oft zu hören kriegen, ey, cooles Video, schönes Video, sieht nice aus, aber wie oft kriegt man dann zum Beispiel den Kommentar oder die Aussage von jemandem, hey, das hat mich echt berührt oder zum Nachdenken gebracht. So, das ist so das Endziel, was ich dann am Ende habe. Das ist auch das, woran ich tatsächlich auch jeden Tag denke und auch noch dran arbeite, weil ich habe nie aufgehört, an Shakes and Fidget zu denken. Auf keinen Fall. Also das ist einfach nicht hinter mir, sondern auch jetzt noch habe ich regelmäßig den Gedanken und erwische mich dabei, wie ich Skripte schreibe und versuche genau dieses Gefühl oder diesen Kommentar, den ich mir wünsche, dass ich jemanden berühren kann, so in ein Video zu verpacken mit Shakes and Fidget zusammen, weil es halt nun mal, und das muss ich halt einfach sagen, das bin ich dem Spiel und Playa Games auch unendlich dankbar, dass das mir den Grundstein gelegt hat, dass ich das jetzt machen kann, was ich heute mache. Und ich möchte den Leuten quasi damit was zurückgeben, weil
das irgendwie meine Berufung ist irgendwie. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Ich liebe das. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was du damit ausdrücken willst. Du willst einfach was hinterlassen in den Köpfen, was halt auch bleibend ist. Gerade in der heutigen Zeit, wo du halt jedes einzelne Video immer so wegswipest oder so schnelllebig alles und du kannst dich morgen nicht mehr an das erinnern, was du gestern geschaut hast oder so. Da ist es wirklich eine große Aufgabe, halt eben über ein Video einen gewisse Emotionen an die Zuschauer zu übermitteln, die ja halt auch wirklich nachhaltig sind. So, ne? Ja. Und ich glaube, das haben wir, beziehungsweise du, ich sag mal, wir zusammen Ja, damals schon mit dem Playa-Video ganz gut hinbekommen. Ich denke mal, das hat es vorher so in der Szene in dieser Art und Weise nicht gegeben und haben halt mit dem Video damals schon so, was so diese Videothematik angeht, neue Maßstäbe gesetzt. Auf jeden Fall. Man muss halt auch einfach sagen, dass Shakes and Fidget auf YouTube halt nicht großartig so die Relevanz hat, sag ich mal, seitdem Twitch halt immer mehr so in den Vordergrund gerückt ist, so, desto wichtiger finde ich das auch und deswegen desto mehr sieht man das auch, dass seitdem du zum Beispiel auch diese Videos nicht mehr machst, dass da halt auch irgendwo so eine gewisse Lücke ist, beziehungsweise ich glaube, die Leute halt auch mehr solchen Content halt auch wieder wollen, beziehungsweise zu schätzen wissen, weil es gab ja unendlich viele positive Kommentare und so viel krass positive Resonanz auf das Video, was wir da gemacht haben. Das hat ja euch super gut gefallen und ich habe noch nie so viele Kommentare gelesen, die mich auch so gerührt haben. Und das ist genau das auch, wofür ich das mache und wofür du das machst. Ja, auf jeden Fall. Und was das anbelangt, finde ich, sind wir halt auch super das Traumduo. Ja, kann man einfach sagen, weil ich finde, da synergieren wir sehr gut und ich hoffe, dass wir dahingehend einfach auch noch viel mehr erreichen und auch noch viel geileren Content zusammengestalten können, der eben wieder in diese Richtung geht, der die Videos um Shakes and Fidget interessanter gestaltet, der das einzigartiger macht und auch generell auch der Grund, warum ich hier bin, dass man der Tiernotrettung oder den Gnadenhof oder einem normalen Tierheim einfach ein bisschen die Aufmerksamkeit gibt, die es verdient, weil das geht ja eigentlich auch oft echt in den Hintergrund. Ja. Und ich finde es schön, dass wir da manchmal auch den Leuten so ein bisschen die Emotionen zeigen können. Hinter den Tieren vor allem. Gar nicht mal hinter den Menschen, die da arbeiten, sondern gerade hinter diesen Tieren, die dort leben und wie es denen geht, dass es denen auch gut geht da, dass sie gut aufgehoben sind. Und wenn es eben nicht so ist, dass man eben helfen kann, indem man zum Beispiel dorthin spendet oder sich engagiert. Und Das ist zum Beispiel sowas, was ich mir so jetzt, seitdem es den Creator Code gibt, halt zur Aufgabe, zur Mission gemacht habe. Da möchte ich in diesem Bereich halt so ein bisschen, wenn ich so 10, 20 Jahre in die Zukunft schaue, dann was hinterlassen haben, sag ich mal, was auch dann wirklich nachhaltig ist, sag ich mal, ne? Und das habe ich mir so zur Aufgabe gemacht, seitdem man diesen Creator Code hat, weil es halt eben Geld von oben ist, sag ich mal, weil ich ja immer noch meiner normalen Arbeit nach wie vor natürlich, da glauben viele nicht, aber immer noch so nachgehe jeden Tag zur Arbeit so, ne? Und dadurch kann ich mir das halt leisten, da dann halt auch einen guten Anteil von zukommen zu lassen, da den Tierchen. Und ich denke, man vermittelt dadurch halt eine sehr gute Message nach außen und ich denke, das ist halt ein guter Weg, auch so seine Reichweite zu nutzen. So möchte ich sie zumindest nutzen und da mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich denke, wenn jeder auf dieser Welt irgendwie nur so anteilig ein bisschen mal was Gutes machen würde, dann sieht die Welt deutlich positiver aus auf jeden Fall. Wie gesagt, gerade im Ehrenamt, das stirbt heutzutage so krass aus. Niemand will mehr großartig was machen. Jeder ist mit seinem eigenen Job schon komplett überlastet quasi und ist froh nach der Arbeit, sich aufs Sofa zu schwingen. Ja, deswegen, und die Leute dort vor Ort, die gehen halt nach ihrer normalen Arbeit halt eben auch noch dorthin und fangen da die zweite Schicht an. Ja, obwohl das so Menschen sind wie du und ich, die auch alle keine Zeit oder Privat- oder Familienleben oder immer schwer beschäftigt sind, so, ne? Aber das ist halt für die keine Ausrede. Und deswegen ist es halt schön, solche Leute erstmal zu finden, weil da, wo wir heute jetzt zum Beispiel hinfahren, die haben kein Social Media, die haben keine Aufmerksamkeit, die machen nicht auf sich aufmerksam. Da, wo wir in der Vergangenheit waren, die haben wenigstens irgendwo eine Facebook-Seite oder irgendwie eine Instagram-Page oder so, ne? Da, wo wir heute sind, die haben halt wirklich gar nichts. Und das ist mir so aufgefallen, das ist halt wirklich im hintersten
Bauernhof, Dorf, wo wir da sind, ne? Das ist ganz in der Nähe von hier, von Greifswald so. Das ist halt immer noch Greifswald und Umland, kann man so sagen. Und das sind halt hauptsächlich ältere Leute, sag ich mal, so ich sag mal so 50, 60 plus. Ne? Auch, natürlich sind da auch Jüngere mit dabei, die da, wo ich hingegangen bin, die keine großartigen finanziellen Mittel zur Verfügung haben und halt auch eben nicht viel Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht wird, weil die sich selbst nicht promoten. Weil die auch teilweise da keine Ahnung von diesem Online-Zeug halt haben. Ne? Und da hatte ich dann, als ich zu Besuch dort war, auch gesagt, wie unglaublich wichtig heutzutage Social-Media-Präsenz ist, um halt eben auf sowas aufmerksam zu machen. So. Und deswegen ist das genau bin ich so unendlich froh, darauf aufmerksam geworden zu sein, dass wir da genau an dieser Stelle ansetzen und halt eben dann mit dem Video, was wir heute dann machen, dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken und neben dem Scheck, den wir übergeben, dann halt eben auch eventuell ihr durch den Link, den Spendenlink, den wir dann auch dann unter das Video packen werden, dann eben auch sehr gerne dazu aufgerufen seid, um auch einen kleinen schmalen Taler dazulassen, wenn es euer Portemonnaie hergibt. So. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf heute. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Wir sehen uns immer einmal pro Jahr. Letztes Jahr war es zum Playa-Dreh. Eine Woche danach waren wir beim Tierschutzbund. Und seitdem haben wir jetzt ein Jahr lang nichts mehr gehört. Tatsächlich heute, beziehungsweise gestern vor einem Jahr, war der Dreh zum Tierschutzbund-Video. Und heute ist jetzt der Dreh für den Tiergnadenhof. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Ja, und deswegen auch vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr jedes Jahr weiterhin auch so fleißig den Creator Code nutzt. Weiß es sehr zu schätzen. Dadurch können wir das Ganze erst machen. Und das kann ich in Worte gar nicht wiedergeben, wie dankbar ich bin. Und ja, dass du heute auch im Video hier warst, hat mich auch sehr gefreut. Viele wollten dich auch wiedersehen, so. Viele haben dich vermisst. Auch im Livestream, wenn man nach dir fragt und so. Ne? Du bist halt der Guy hinter der Kamera, hinter dem krassen Playa-Video, was wir gedreht haben und so. Ne? Aber ja, du bist ja auch ein langer hast ja auch einen langen Shakes and Fidget Weg hinter dir und hast damit angefangen, viele Jahre auch gemacht und hast ja auch irgendwo dein Standing in der Szene. Und deswegen, denke ich mal, freut es auch viele, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und vielen Dank, dass ich dir dabei helfen kann, so ein Projekt zu realisieren. Sowas ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und das mache ich immer wieder gerne. Vor allem, es ist für einen guten Zweck. Ich kann diesen netten Herrn mal wiedersehen. Und wir schaffen Sichtbarkeit auf ein Problem und versuchen das damit ein Stückchen zu lösen. Ja, damit würde ich sagen, war es das soweit? Ja. Sergio, ich danke dir, mein Bester, dass du heute hier gewesen bist. Ja, ich habe zu danken. Ja, und wir verabschieden uns. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wie gesagt, nehmt gerne am Gewinnspiel teil und gönnt euch zum Black Friday. Bis dahin, alles Gute euch, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.